Willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine sensationelle Spekulatius-Mandarinen-Torte zaubern könnt, die nicht nur himmlisch schmeckt, sondern auch das Potenzial hat, viral zu gehen mit eurer Hilfe. Diese Torte ist perfekt für die Weihnachtszeit und wird eure Familie und Freunde begeistern. Los geht's! Zunächst bereiten wir den Boden für unsere Torte vor. Dafür verwenden wir Spekulatius-Kekse. Die zerkleinere ich in meinem kleinen Mixer. Wer keinen Mixer hat, kann das Ganze einfach in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz draufhauen, bis, wie gesagt, die Kekse zerkrümelt sind. Übrigens, bei dieser Torte braucht ihr keinen Backofen. Es ist nämlich eine No-Bake-Torte. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, hilft mir dabei, auf die 10.000 zu kommen. Also jetzt Kanal abonnieren, Video teilen, Video liken. Ich freue mich auf eure Unterstützung. Wenn dann die Kekse fein gemixt worden sind, gebe ich 100 Gramm geschmolzene Butter hinzu. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich die Butter mit den Keksen sehr gut miteinander verrührt. Nicht zu kurz rühren. Wie gesagt, jeder einzelne Krümel muss mit Butter bedeckt sein. So sieht das Ganze ungefähr aus. Wie gesagt, alles schön miteinander vermischen, dass auch wirklich nichts trocken bleibt. Und dann braucht ihr eine 24 cm Springform. Die braucht ihr gar nicht einfetten. Da geben wir jetzt die Kekskrümel hinein und das Ganze wird jetzt einfach erstmal mit dem Löffel gleichmäßig verteilt. Wenn ihr dann alles mit dem Löffel gleichmäßig verteilt habt, dass ihr wirklich einen gleichmäßig flachen Boden habt, nehmt ihr dann ein flaches Glas zur Hand. Der Boden muss wie gesagt flach sein und drückt das Ganze ganz fest und vorsichtig an. Bis zur Weiterverarbeitung stelle ich dann die Springform so lange in den Kühlschrank. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Creme vorzubereiten. Dazu benötige ich einmal 250 Gramm Mascarpone, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker. Das Ganze mache ich kurz mit dem Handrührgerät einmal cremig, dass die Mascarpone nicht mehr so fest ist. Wenn ihr dann die Mascarpone dann aufgelockert habt, wird dann auf niedrigster Stufe nach und nach 200 Gramm Schlagsahne hinzugefügt. Erstmal das Ganze auf niedriger Stufe, dass euch das nicht um die Ohren fliegt. Und dann, wenn ihr die komplette Sahne hinzugefügt habt, das Ganze dann auf hoher Stufe richtig schön aufschlagen, bis ihr dann wieder eine cremige, feste Konsistenz habt. Jetzt gebe ich dann 250 Gramm Quark hinzu und das Ganze auf niedrigster Stufe unterheben bzw. unterrühren. Nicht zu lange, nur so lange wie gesagt, dass der Quark dann unter die Mascarpone-Creme untergerührt ist. Unsere Creme ist jetzt fertig. Jetzt geben wir sie auf den vorbereiteten Spekulatiusboden in der Springform. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Die Creme wird einmal gleichmäßig und glatt in der Springform verteilt und verstrichen.
Den Rand einfach mit einem Küchentuch sauber machen und dann mit der kleinen Palette vorsichtig nochmal glatt streichen. Jetzt kommen wir zu dem erfrischenden Teil, und zwar die Mandarinen. Die habe ich hier abgetropft. Ich habe hier 2 Dosen à 175 Gramm Abtropfgewicht. Ihr könnt das einfach in die Mitte reinhauen, sage ich jetzt mal, oder ihr macht es so schön wie ich. Einzelne Mandarinen erstmal kreisförmig drauflegen, am Rand etwas freilassen für die spätere weitere Deko. Und hier könnt ihr zum Beispiel noch die Mandarinen etwas gerade schubsen, gerade machen, wie auch immer. Und dann füllt ihr dann erst die weiteren Mandarinen in die Mitte hinein. Unsere Torte kommt dann erstmal für mindestens 4 bis 6 Stunden in den Kühlschrank oder über Nacht. Meine habe ich über Nacht in den Kühlschrank gestellt, den Springformrand vorsichtig gelöst. Hier habe ich 200 Gramm Schlagsahne aufgeschlagen, in einen Spritzbeutel gefüllt und ihr könnt jetzt eine beliebige Tülle auswählen und dann kleine Sahnehäubchen machen. Wie viele Sahnehäubchen ihr macht, ist euch überlassen. Ihr könnt die komplette Torte mit Sahnehäubchen verzieren oder zwischen den Sahnehäubchen noch etwas freilassen. Dann könnt ihr, wenn ihr mögt, die Spekulatiuskekse einmal halbieren und am Rand nochmal etwas ankleben. Ich mache es jetzt nicht. Ich gebe einfach ein paar Spekulatius-Keksbrösel auf die Sahnehäubchen. Am Ende des Videos seht ihr nochmal ein Bild, wo ich komplett die Torte mit Sahnehäubchen gemacht habe. Und dann könnt ihr endlich die Torte genießen. Sieht die nicht toll aus? Die sieht nicht nur toll aus, die schmeckt auch wirklich himmlisch. So einfach war das, diese köstliche Spekulatius-Mandarinentorte zuzubereiten. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, sie selbst auszuprobieren. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie sie euch gelungen ist. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Bye bye!